Hier ist euer Monkey King Rambo. Abonniert den Kanal, liked das Video für mehr affengeilen Content. Moin zu einer neuen Runde State of Survival. Heute geht es um Behemoth, um die Upgrade-Costs und das werde ich in verschiedenen Teilen euch zeigen. Heute geht es besonders darum, wie viel Kosten habt ihr, was braucht ihr alles, was schaltet ihr womit frei. Ja, und wie ihr seht, einmal Thema Fragmente, die Biobatterien und das Serum. Fangen wir mal damit an, wenn ihr die Fragmente braucht. Die Fragmente braucht ihr in dem Fall für zum Beispiel Bane. Da braucht ihr in Summe, um komplett Bane durchzugehen, 69 der Behemoth-Fragmente und damit schaltet ihr im Endeffekt Artillery Barrage frei. Artillery Barrage besteht im Endeffekt aber auch nur aus 3 Sachen. Das seht ihr hier, einmal der Hauptkomponente und dann den beiden Endkomponenten, die das Ganze, den Schaden erhöhen auf der einen Seite, das ist das untere, und das obere, das die Rundenzahl, bis das Ganze wirkt oder wieder wirken kann, reduziert. Das sind im Endeffekt die Kosten für Artillery Barrage, einmal 669 für Artillery Barrage selbst, dann Rapid Fire 520 und auch die Suppressive Barrage kostet 520, in Summe 1709 Biobatterien. Dann kommen wir zu Havoc. Havoc hat wiederum 2 Ebenen. Um komplett Havoc freizuschalten, braucht ihr 354 der Behemoth-Fragmente. Das wiederum schaltet Destructive Missile frei. Das ist auch besonders wichtig, da werde ich in einem weiteren Video darauf eingehen, wie ihr im Idealfall levelt, um das Ganze bestmöglich zu machen. Destructive Missile hat viel mehr Unterebenen. Das besteht unter anderem aus Destructive Missile, das besteht aus Infantry Recharge, Rider Recharge und Hunter Recharge. Das Hauptteil Destructive Missile hat wie alles andere auch 20 Level mittlerweile und das Hauptteil kostet 1814. Die anderen kosten alle 449 Biobatterien. Da kommen dann auch auf der anderen Ebene wiederum Target Infantry, Target Rider und Target Hunter. Und dann gibt es wiederum nochmal die 2 Bereiche, die einmal Rapid Fire und Core Destruction, die einmal den Schaden erhöhen und auf der anderen Seite die Rundenzahl, bis das wieder wirken kann, reduzieren. In Summe zahlt ihr dafür 6038 Biobatterien, um das zu maxen. Das dritte ist dann Scorch. Das hat 3 Ebenen, Scorch 1, Scorch 2 und Scorch 3. Zahlt ihr 1043 Fragmente, um das komplett durchzuleveln und damit natürlich wiederum die Unterlevel, die ihr hier seht, freizuschalten. Damit schaltet ihr im Endeffekt Electromagnetic Protection frei, was im Endeffekt ein Schutzschild für eure Truppen ist. Komme ich aber auch in einem weiteren Video genauer zu, was das Einzelne genau macht und wie ihr das am besten levelt. Wie gesagt, ihr habt hier genauso viele Sublevels wie bei Destructive Missile. Für das Schild braucht ihr allein schon 3219 Biobatterien, um das zu maxen. Das ist der Hauptteil und hier kosten die Sublevel auch schon 805 jeweils. Und wie ihr wisst, es gibt wieder in Summe 6 Sublevel und dann gibt es wieder, das seht ihr hier, Infantry Protection, was ihr natürlich besonders fokussieren solltet, aber gehe ich in einem anderen Video drauf ein, Rider Protection und Hunter Protection. Dann gibt es wieder die beiden letzten Sachen, die davon ein bisschen anders funktionieren. Das ist eben wieder die Rapid Fire und Core Reinforcement, die Rundenzahl reduziert bzw. die Schutzwirkung in dem Fall erhöhen. In Summe zahlt ihr da 10.769 Biobatterien. Dann das vierte Tool ist Cataclysm. Da zahlt ihr in Summe für die 3 einzelnen Level innerhalb des Ganzen 3550 Fragmente und schaltet damit die Dominating Aura frei. Kostet allein schon für das Hauptteil 4528 der Biobatterien und die Sublevel kosten wieder 979 schon. Davon gibt es auch wieder in Summe 6 Sublevel plus die beiden, die am Ende wieder freigeschaltet werden, wo eben die Effekte für die Rundenzeiten reduziert werden, beziehungsweise deren Wirkung auch erhöht werden. Und hier haben wir sogar 4 Stück bei der Dominating Aura, deshalb zahlt ihr da in Summe schon 15.322 der Biobatterien. Am Ende des Videos sage ich euch auch nochmal, wie viel ihr dafür in Summe zahlt. Das letzte der Hauptteile, mit dem ihr Behemoth-Fragmente benötigt, kostet dann bei Abandon nochmal 9.662 der Behemoth-Fragmente. Das schaltet in dem Fall was weiteres frei, wo wir den Namen noch nicht kennen, was auch noch nicht bekannt ist, wie viele Biobatterien ihr dafür braucht. Deshalb, das ist unknown.
Ihr braucht, um das Ganze zu maxen, 14.678 Behemoth-Fragmente, was bei Android ca. 4.220 € sind, bei Apple ca. 5.040. Die Bio-Batterien wissen wir nur das letzte nicht, braucht ihr aber schon jetzt 43.838 Bio-Batterien in Summe, was bei Android 3.942 sind und bei Apple ca. 4.818. An Serum braucht ihr in Summe 7 Millionen EXP. Das sind all die Informationen, die ich euch geben konnte. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen guten Eindruck von den Kosten und dem Ganzen für Behemoth geben.